Deshalb mache ich mir jetzt einfach einmal einen hier so an die Vitrine und das ist jetzt das Ergebnis. Ja, im Prinzip kann man da eigentlich durchgucken. Und wieder heiße ich alle YouTube-Freunde ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zum vierten und letzten Teil über den Bau dieser Vitrine. Heute zeige ich euch, wie ihr in eure Plexiglasscheiben in der Vitrine hier fast ganz unsichtbare Halterungen bzw. Griffe hinmachen könnt, damit ihr die Scheiben auf- und zuschieben könnt. Ich glaube, so von der Entfernung seht ihr die gar nicht. Deshalb hole ich euch hier mal ein bisschen näher ran. Also hier könnt ihr das jetzt erkennen, ganz schwach. Die Dinger, also wenn man ein bisschen weiter weg geht, kann man die dann schon fast gar nicht mehr erkennen. Und darum geht es heute, wie ihr diese Teile hier reinmachen könnt. Im zweiten Teil des Videos zeige ich euch dann noch, wie ich die Vitrinen an der Wand befestigt habe. Wie es der ein oder andere vielleicht schon gesehen hat, sieht man hier an keiner Stelle in der Vitrine irgendwelche Schraubenbohrungen. Ja, man meint gerade, die Vitrine schwebt an der Wand. Das ist natürlich nicht ganz so. Aber auch das zeige ich euch im zweiten Teil dann des Videos, wie ich das gemacht habe. Und jetzt wieder genug der Laberei. Jetzt legen wir auch gleich los. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß. Leider habe ich es vergessen, eine Sequenz aufzuzeichnen, in der ich euch erkläre, wie die generelle Vorgehensweise hierbei ist. Darum mache ich das Ganze jetzt hier über dieses Standbild. Ausgangspunkt ist natürlich mal wieder unsere Tischkreissäge. Die Sägeblatthöhe wird entsprechend der Ausschnitttiefe eingestellt. In meinem Fall waren das jetzt 3 mm. Der Parallelanschlag wird auf das Endmaß des Ausschnittes eingestellt. Hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, was ich damit eigentlich genau meine. Anschließend sucht man sich ein Holz oder ähnliches, das die Breite des Ausschnittes darstellt. Diesen legt man vor den Parallelanschlag. Bei mir hat sich jetzt noch als recht praktisch erwiesen, dass ich nenne es einfach mal Schubanschlag, dass ich mir an den Schubanschlag noch ein zusätzliches Holz dran geklemmt habe mit den Schraubzwingen. Das ist aber wirklich nicht unbedingt erforderlich. Und schon können wir loslegen. Eine Sache vielleicht noch, bei dieser Tätigkeit solltet ihr wirklich zu zweit sein. Warum? Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Jetzt schalten wir die Säge ein und sobald die vollständig läuft, tauchen wir die Plexiglasscheibe mit so einem Hilfsmittel, das hat sich als praktisch erwiesen, ein. Danach nimmt die zweite Person das Holzstück raus und wir verschieben die Plexiglasscheibe quer. Danach sollte man auf jeden Fall die Säge ausschalten. Und schon ist unser Ausschnitt drin. So, nach dem Sägen sieht das Ganze jetzt so aus und ja, das ist jetzt noch nicht so richtig, dass man wirklich sagen kann, ja, das können wir benutzen. Das sieht noch ein bisschen komisch aus, da ist noch Dreck drin, auch ganz matt, ganz grau. Das sieht jetzt noch nicht schön aus. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen schöner haben. Deshalb klebe ich als erstes mal um meinen Ausschnitt nochmal alles mit so Malerkrepp ab. Ja, das ist halt einfach, dass wenn ich aus Versehen jetzt bei der Bearbeitung neben rauskomme, dass es nochmal zusätzlich geschützt ist. Sagen wir, da ja auch noch die Schutzfolie drauf ist, bräuchte man es vielleicht nicht. Ja, ich mache es jetzt trotzdem. Dann nehme ich als erstes einen einigermaßen scharfen Stechbeitel und mache mal den ganzen Dreck hier raus. So. Ja, dass man dieser Kram einfach mal weg ist. So, dann kann man mit dem Stechbeitel aber noch so ein bisschen da durchschaben, dass noch ein bisschen mehr weggeht. Ja, das kann man alles nur mit dem Stechbeitel machen. So. Mehr geht dann aber eigentlich mit dem Stechbeitel nicht. Danach nehme ich so ein Messer, das kriegt man im Bastelbedarf. Das hat jetzt hier so eine flache Klinge. Und da gehe ich jetzt einfach her und fahre ein paar Mal hier so durch, quasi immer so Material Stück für Stück abtragen.
Wichtig dabei, aufpassen, dass man halt nicht da oben reinkommt. Das Ganze ist jetzt schon wesentlich glatter geworden. Und jetzt brauchen wir halt verschiedene Körnungen von Schmirgelpapier. Und damit werden wir jetzt diese Stelle Stück für Stück immer glatter und ja, schöner schleifen. Damit ich jetzt halt hier nicht einfach so drin rum mache und so weiter, habe ich mir hier jetzt so einen Holzklotz, ja, zugesägt. Also da gibt es jetzt keine Maße. Das habe ich mir jetzt einfach mal so in der Form hier einfach mal so gesägt. Das ist ein Restholzstück, 9 mm stark. Das habe ich mir jetzt einfach hier mal so zugesägt. Da lege ich jetzt einfach mal so einen Streifen Schmirgelpapier drüber. Um den Streifen zuzuschneiden, mache ich das eigentlich mal ganz einfach. Ich lege mir das Schmirgelpapier verkehrt rum hier hin, stelle den Holzklotz drauf, fahre einmal hier entlang, einmal hier entlang. Das muss jetzt nicht auf einen Millimeter genau sein, ja. Also um Gottes Willen. So. Sollten die Riefen ganz stark sein, also sollte das mit dem Messer oder sollte jemand so ein Messer nicht haben, kann man das Ganze auch am Anfang mit so 30er oder 40er Schmirgelpapier erst bearbeiten. Allerdings habe ich halt festgestellt, das macht dann doch schon ziemlich viel Riefen wieder rein und man muss danach extrem lang rausschleifen. Deshalb fand ich die Möglichkeit hier wesentlich besser. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht gerade optimal, aber ja, es funktioniert. Den lege ich mir jetzt einfach hier so um das Holz rum. Und jetzt gehe ich einfach her und schmirgel das Ganze hier raus. Also schmirgel einfach diese Fläche hier. So, und jetzt merke ich, dass ich meine Klemme, die ist am besten, wenn man die weiter nach da macht. So. Damit wir hier Freiheit haben. So. Auch wichtig, das Schleifpapier setzt sich gerne zu. Deshalb ist es manchmal gut, da nicht zu lang drauf zu bleiben, sonst macht man sich nämlich gerade wieder neue Riefen rein. So, und immer schön hier so durchschleifen mit dem Schleifpapier. Gucken, dass das Ganze auch gespannt ist. Und je mehr Arbeit ihr euch halt hier macht, desto schöner sieht das Ganze später auch aus. Immer mal wieder ein Stück weiter schieben das Ganze. So. Also ich würde sagen, mit dem 80er sind wir jetzt soweit mal fertig. Das sieht schon relativ gut aus. Als nächstes kommt 120er Körnung. Und das ganze Spiel von neuem. Und somit werden halt jetzt Stück für Stück die Riefen immer weniger. Ich weiß, dass das jetzt wirklich aufwendig ist und so weiter. Ja, mit einer Bohrung ist es natürlich viel einfacher, aber ich finde das jetzt wirklich einfach schöner. Vielleicht gerade mal, wir gucken mal was. Wenn ihr euch das jetzt hier anschaut, das sieht schon viel, viel schöner aus. Ja? Im Gegensatz, hier ist die zweite Platte, so hat es die ganze Zeit ausgesehen. Ne? So, nachdem wir mit 120er fertig sind, nehmen wir 150er Körnung. Und das ganze Spiel wieder von vorne. Und so langsam merkt man halt einfach auch, je dünner das, also je feinkörniger das Schmirgelpapier wird, desto leichter rutscht das eigentlich drüber und desto weniger geht halt auch weg von dem Material. Ne?
Wen wundert's? Oder die Riefen werden immer feiner. Und das ist eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Übung. Ja. So, jetzt sind wir auch mit dem, würde ich sagen, ja, passt. Sind wir mit dem 150er fertig. Und jetzt gehen wir auch schon über zu Nassschleifpapier. Als erstes nehme ich mal da eine 400er Körnung. Das Grundgerüst ist wieder das gleiche, ja. Und jetzt nehmen wir halt einfach hier ein bisschen Wasser rein. Ja, ich habe mir jetzt hier in so einen kleinen Deckel, habe ich mir jetzt hier ein bisschen Wasser rein. Ja, und dann nehme ich mir jetzt einfach immer ein bisschen runter. Ein paar Tropfen, da brauche ich ja nicht viel. Und mache hier ein paar Tropfen rein. Und dann wird geschliffen. So. Wird ein bisschen weiter geschoben, wieder ein bisschen Wasser kurz und weiter geschliffen. Und jetzt merkt man halt einfach, wie feiner das Ganze hier schon wird. Also wie feiner und wie glatter die ganze Oberfläche auch schon wird. Nach dem 400er Schleifpapier sind wir aber immer noch nicht fertig. Jetzt kann man mal hergehen und kann einfach mal diese Fläche hier mal kurz sauber machen, dass eben der ganze Dreck von eben weg ist. So, und jetzt merkt man schon, wow, also das ist schon richtig glatt geworden. Ja. Natürlich ist es immer noch matt. Nächste Körnung wäre dann 600er Körnung. Auch das ist wieder Nassschleifpapier. Deshalb legen wir es mal hier wieder drüber. Nehmen ein bisschen Wasser hier rein. Einfach Wasser hier rein. So. Und jetzt machen wir das gleiche. Wieder das gleiche Spielchen mit 600er. Und jetzt merkt man schon, ja, man hört auch fast nichts mehr. Also das ist jetzt schon fast, sag ich mal, polieren. Also da geht wirklich ganz wenig ab. So, auch hier natürlich wieder sauber machen erstmal die Nut, ne? Man kann aber noch mal das Messer hier ein bisschen nehmen und kann das einfach noch mal da hinten in die Kante reinstellen, weil die ist natürlich jetzt halt schwer zu erreichen zum sauber machen. Jetzt zeige ich euch mal kurz das Ergebnis. Also ihr seht, das ist natürlich immer noch matt. Aber es ist sehr fein. Ja? Wen das jetzt nicht weiter stört, der kann das natürlich so lassen. Ich will es natürlich jetzt halt perfekt haben oder nahezu perfekt haben. Und zwar habe ich mir im Internet jetzt so eine Acrylglas Polier- und Reparierpaste bestellt. Und damit werden wir das Ganze jetzt noch einmal, ja, polieren. Wichtig dabei zu beachten ist, wenn ich die mit der Paste jetzt hier reibe, das wird sehr warm teilweise. Ja. Deshalb mache ich mir hier jetzt einen relativ dicken Streifen relativ dickes Polster hier aus der Küchenrolle, weil sonst ja, wird es extrem warm. Und das mögen die Finger dann nicht so. Jetzt machen wir einfach hier so ein bisschen Paste drauf und polieren diese Fläche hier aus. Immer mal wieder die Paste drunter. Und gerade, was ich eben gesagt habe mit dem Warm, also die Hitze, die ist auch unbedingt wichtig. Ja, also ihr solltet die Hitze jetzt nicht vermeiden, weil die braucht man da dafür auch. So, noch mal ein bisschen Paste rein und gut ruckeln und gut rein. Und gut, ja. Nehmen wir noch mal ein bisschen Paste drauf. Man muss halt auch dazu sagen, die Paste, die ist nicht wirklich ganz billig. Aber wenn ihr jetzt gleich das Ergebnis seht, dann wisst ihr auch, dann merkt ihr, dass sich diese Anschaffung dann doch lohnt.
So, das sieht jetzt gut aus. Klar, würde ich sagen. Man kann dann aber so ein bisschen schon nebendran wegmachen und einfach das mal noch ein bisschen mitpolieren. Und das ist jetzt das Ergebnis. Ja, im Prinzip kann man da eigentlich durchgucken. Ja, ich halte es mal ganz dicht an die Kamera. Ihr seht, da kann man richtig gut durchgucken. Natürlich ist das Ganze jetzt nicht komplett klar, weil durch den Bogen wirkt es ja wie eine Linse sozusagen. Aber alles in allem kann man da durchgucken. Deshalb finde ich, lohnt sich die Anschaffung von der Paste wirklich. Man sieht ja die Kanten hier, die sind ja jetzt halt relativ ja, scharf, sag ich mal. Also scharf, ja, sagt man relativ eckig. Ja. Und das in der Führungsnot ist es halt nicht immer gerade von Vorteil. Da ist es halt schon besser, wenn die ein bisschen abgerundet sind. Und das mache ich jetzt einfach mal. Dazu habe ich auch wieder Schleifklötze in 3 Körnungsstufen. Einmal 80, einmal 120 und einmal 400. Und da gehen wir jetzt nach und nach alle Kanten mit durch. So, als erstes mal der 80er. Wir tun wirklich die Kanten hier gut brechen. Auch von der anderen Seite. Und auch diese Kante hier, die tue ich etwas abrunden. So. So, jetzt sind wir mit der Scheibe fertig. Jetzt können wir die Schutzfolie komplett entfernen. Und so muss man natürlich jetzt auch die zweite Scheibe machen. Aber das zeige ich euch jetzt nicht extra, weil das ist ja die gleiche Vorgehensweise. Dann wollen wir die Scheiben mal einsetzen. Ne? Was ich euch jetzt nicht gezeigt habe extra, ich habe die natürlich vorher nochmal mit Glasreiniger ja, sauber gemacht. Ne? Das habe ich euch jetzt nicht extra gezeigt. Aber ich denke, wie man Glasscheiben oder Plexiglasscheiben putzt, das weiß jeder. Dann schauen wir mal. So, und wie ihr seht, oh, die laufen richtig gut. Nummer 1. Und Nummer 2. Da hängt es ein bisschen. Ich glaube, da muss ich noch mal kurz irgendwie ein bisschen nacharbeiten. Wahrscheinlich irgendwo ein bisschen Lasur, war ein bisschen zu viel Lasur drauf und deshalb hängt das so arg. Ist natürlich jetzt keine schöne Sache, eine fertige Vitrine hier nochmal nachzuschleifen, aber was will man machen? Was man auch noch machen kann, wenn vielleicht die Scheiben ein bisschen schwergängig sind hier. Das habe ich hier jetzt auch schon gemacht. Habe ich euch nicht gerecht extra gezeigt. Ich habe hier so das ist halt von WD-40, aber das kriegt ihr auch von anderen Firmen. Das ist Teflon-Spray. Ja. Und wenn man das dann in die Nuten reinsprüht, dann rutschen die Scheiben wirklich hier wesentlich besser. Und das kann ich jetzt auch noch mal hier machen, nachdem ich hier geschliffen habe. Tue ich einfach noch mal kurz in die Nuten ein bisschen Teflon-Spray rein. In der Hoffnung, wie ihr seht, eben hat sie noch ein bisschen gehabt, hing sie noch ein bisschen und jetzt rutscht sie rein und man kann sie sofort wieder rausnehmen. So muss das sein. Und jetzt sind wir eigentlich mit der Vitrine fertig. Bloß, ja, jetzt haben wir die Vitrine hier, aber wie machen wir die jetzt an der Wand fest, ne? Ja. Das einfachste wäre natürlich, ich würde jetzt in die Rückwand ein paar Löcher reinbohren, Schrauben durch, gut ist. Das wäre jetzt das einfachste, ne? Finde ich aber auch blöd, wenn wir jetzt mal, wartet mal, wenn wir jetzt hier so in die Vitrine reingucken,
Ja, und hätten dann da oben irgendwo so Schrauben, würden wir Schrauben sehen. Ja, es stört jetzt nicht unbedingt wirklich, aber wir gucken mal, ob wir das nicht auch noch irgendwie besser lösen können. Und ja, was soll ich sagen? Da gibt es auch was Besseres. Und zwar die Teile, die ich jetzt hier noch in den Händen halte, die habe ich noch übrig von meiner French Gliedwand, die ich gebaut habe. Also das sind solche French Glied Elemente. Und ich habe mir überlegt, ja, wenn man das für eine French Gliedwand mit Werkzeuge nehmen kann, geht es bestimmt auch mit der Vitrine. Und ja, deshalb mache ich mir jetzt einfach einmal einen hier so an die Vitrine. Ja, also die schmale Seite kommt an die Rückwand von der Vitrine und den anderen Halter, den mache ich dann einfach so an die Wand und dann kann ich die hier einfach so einhängen. Ja klar, momentan jetzt nicht, aber dann kann man die einfach so einhängen und dann hängt das Teil so an der Wand. Deshalb machen wir jetzt einfach mal da 2 Stück hin. Ich habe da jetzt keine besondere Länge irgendwie gesägt. Wie gesagt, das sind Abfallstücke. Die mache ich jetzt einfach da hinten dran. Dann klebe ich die da hinten einfach mal so dran an die Rückwand. Und ja, damit das Ganze nicht runterrutscht, etc. pp. Gehen wir halt her und klemmen das noch mal kurz mit einer Klemme hier so ein bisschen fest. So, perfekt. Was ich jetzt für Halterungen an die Vitrine dran gemacht habe, habt ihr eben schon gesehen. Und diese Art der Halterung hat auch noch mehrere Vorteile, wie ich finde. Der eine ist natürlich, wir sehen hier keine Befestigungsschrauben. Wäre jetzt nicht so dramatisch, sage ich mal, wenn da 2 Schrauben zu sehen werden, aber es sieht einfach doch optisch schöner aus. Der andere Vorteil ist, wenn ich diese Vitrine jetzt irgendwo anders dahin hängen will, zum Beispiel, zeige ich euch jetzt, brauche ich nur hergehen, brauche die Vitrine hochheben und kann sie hier so runternehmen. So. Vollkommen ohne irgendwelche ohne Werkzeug kann ich die jetzt einfach von der Wand abhängen. Vorteil ist, in der Zeit, wo ich jetzt die Wandhalterung hier an die Wand schraube, ja, also die Löcher anzeichne, die Löcher bohre etc. pp., brauche ich nicht die ganze Zeit das Riesengewicht von der Vitrine in der Hand zu halten. Oder ich brauche auch keinen zweiten Mann, ja, wo man die Vitrine hält, damit ich die Löcher anzeichnen kann. Ja, das kann ich komplett alleine machen und muss nicht die ganze Zeit das Gewicht halten, weil ich einfach nur diese 2 Wandbefestigungsschienen an die Wand machen muss. Und danach, wenn alles fertig ist, gehe ich einfach her, nehme meine Vitrine und hänge sie ein. Und schon hängt meine Vitrine. Deshalb finde ich dieses System nicht nur wegen der Optik wesentlich praktischer, auch von der Technik her finde ich das einfach klasse. Und schon sind wir auch wieder am Ende dieses Videos angelangt. Beziehungsweise wir sind auch am Ende der kompletten Videoserie über den Bau der Vitrine angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch damit ermutigen, selbst mal so eine Vitrine zu bauen. Wie gesagt, ihr müsst die natürlich jetzt nicht so aufwendig und so komplex bauen wie ich. Man kann ohne Probleme dieses Furnier hier weglassen, wer sich das nicht zutraut oder wem das zu teuer und zu aufwendig ist. Man kann auch die Beleuchtung rauslassen, wenn das einer nicht möchte. Das bleibt jedem selbst überlassen, wie er die Vitrine aufbaut. Ja? Auch mit der Beleuchtung kann ich mir da mit Sicherheit noch viel mehr Variationen schaffen. Ich kann da auch RGB-LEDs einbauen. Ich kann da eine andere Steuerung dranhängen, etc. pp. Ich habe da wirklich mega viel Freiheiten, wenn ich mir so ein Teil selbst baue. Und wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe, die Baupläne gibt es kostenlos auf meiner Homepage zum Downloaden. Von daher würde ich mich auch riesig freuen, wenn ich vielleicht von dem einen oder anderen mal eine E-Mail bekomme, wenn er sagt, hey, ich habe das Teil erfolgreich nachgebaut.
würde ich mich wirklich riesig drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.